Das Jahr 1781 fiel in eine Zeit rasanter Entwicklungen und bedeutender wissenschaftlicher Fortschritte. Hunderte Astronomen richteten ihren geschärften Blick in den Nachthimmel auf der Suche nach neuen Objekten. Es gab dort oben in der Tat viel zu entdecken, aber ein neuer Planet war bisher nicht dabei. Es blieb bei den 6 bekannten Planeten aus der Antike und dem Mittelalter. Da trat der junge Hobbyastronom Wilhelm Herschel auf den Plan und sah am 13. März 1781 einen fernen Planeten, der später den Namen Uranus tragen sollte. Mit Uranus hatte sich die Größe des Sonnensystems innerhalb nur einer Nacht verdoppelt. Bei der Suche stand ihm seine Schwester Caroline mit Rat und Tat zur Seite. Sie war ihrem Bruder von der Heimatstadt Hannover nach England gefolgt. Die Entdeckung machte Herschel berühmt. Der englische König setzte ihn auf seine Gehaltsliste und fortan konnte Wilhelm Herschel sich ganz der Astronomie verschreiben. Tatsache ist, dass der Uranus schon vor dem Jahr 1781 mit bloßem Auge sichtbar war, aber nicht als Planet erkannt wurde. Um das Ergebnis von damals nachvollziehen zu können, springe ich mit meinem Simulationsprogramm in das Jahr 1781, mit dem Unterschied allerdings, dass ich den Zeitablauf millionenfach beschleunigen und dadurch die Bewegung sichtbar machen kann. Die taumelnden Bewegungen sind das Resultat zweier Bewegungen. Erstens dem Lauf des Uranus um die Sonne, zweitens dem Lauf der Erde um die Sonne. Vieles von dem, was wir heute über den Uranus wissen, stammt von den Erkundungen der amerikanischen Raumsonde Voyager 2, die den Uranus 1986 erreichte. Der Uranus verfügt über ein Ringsystem aus mindestens 12 Staubringen. Vermutlich handelt es sich um die Überreste eines Zusammenpralls im Schwerefeld des Riesenplaneten. Der Uranus ist der drittgrößte Planet im Sonnensystem. Unsere Erde würde 64 Mal in ihn hineinpassen. Mehr als 2,8 Milliarden Kilometer trennen den Uranus von der Erde. Nicht ohne Grund zählt Uranus zu den Eisriesen. Die blaue Farbe des Planeten deutet auf das Vorkommen von Methan in der Atmosphäre hin. Hauptsächlich besteht er aber aus einem Eis-Gas-Gemisch aus Wasser, Ammoniak, Wasserstoff und Helium. Die Temperatur liegt bei rund -197 Grad Celsius. Für eine Runde um die Sonne braucht der Uranus rund 84 Jahre. Er dreht bzw. rollt dabei wie ein umgekippter Kreisel, was zu extremen Jahreszeiten an den Polen führt. Die ersten und zugleich größten Uranusmonde, Titania und Oberon, wurden 1787 ebenfalls von dem rastlosen Wilhelm Herschel entdeckt. Insgesamt umkreisen den Uranus 5 große Monde und 22 kleinere Monde. Eine kleine Auswahl der Uranus-Begleiter habe ich hier zusammengestellt. Die Ausschnitte lassen erahnen, was sich im System Uranus abspielt. Wie immer gibt es obendrauf eine Premiere in Form selbst komponierter Filmmusik. Über einen Kommentar würde ich mich freuen. Anregungen für weitere Sendethemen sind immer willkommen.